Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und heute ist es soweit. Wir haben mal wieder die Toilette vor uns. Ja, hier fehlen noch 50 Füllstand, das heißt ein Epic. Und dann können wir die Spülung wieder betätigen. Ja, ich wollte gerade sagen, die Aura steigern, aber 66 ist ja hier das Maß aller Dinge. Höher geht es ja nicht mehr. Ne? Das hatten wir ja jetzt schon ein paar Mal gehabt. Und ja, ab und zu kommt es mal wieder zusammen, dass man ein bisschen spülen kann. Aber ansonsten werfe ich da eigentlich... Okay. Aber ansonsten werfe ich da eigentlich nichts mehr irgendwie großartig rein in die Toilette, weil sich das einfach nicht lohnt, dort täglich meine Edelsteine oder Items reinzuwerfen. Da verkaufe ich das lieber, das gibt dann deutlich mehr Kohle. Ja. Und die Edelsteine bringen zwar auch ein bisschen mehr, die bringen ja 30 Füllstand. Normale Items bringen 25. Und ja, deswegen hatte ich eine lange Zeit immer Edelsteine reingeworfen, aber die bringen halt auch einen Skillpunkt, ne? Also 10 Millionen, und deswegen lohnt sich das nicht, dafür extra hier das Klo zu betätigen oder hier die Spülung, den Füllstand zu füllen hier, weil Aura steigt nicht mehr. Ja, Epics kann ich blättern, wenn ich sie haben will. Ist so, hört sich doof an, aber ist ja so, ne? Und deswegen, 2 Epics haben wir noch über. Eins werde ich aufbehalten für die Quest, falls ich mal wieder eine haben sollte. Oh, 3-mal Glück steigern, okay, das kriegen wir hin. Ne? Falls hier werfe ein Epic ins Klo, da werde ich dann 1 aufbewahren und ja. Aber 1 können wir auf jeden Fall entbehren und das werden wir jetzt auch tun. Und ja, wir nehmen die Handschuhe hier und werfen die ins Klo. Zack, haben jetzt einen 1000er Füllstand und kriegen hier Kriegerhandschuhe raus. Mal gucken. Und gucken mal kurz, was der Bertram davon hält. Plus 24. Ja, Widerstand gegen Eis. Ah, okay. Die anderen Dinger sind hier auch 6-mal verbessert. Ja, trotzdem werden wir das mal tauschen. So, dann kriegst du noch einen Edelstein. Mal gucken. Ne, nicht so einen guten. Hier, komm, du kriegst den 1088er. Zack. Und dann werden wir das mal 5-mal verbessern. Ja. Zack. So, ist natürlich nicht ganz so gut, aber ich kriege ein paar Ressourcen wieder und kriege sogar ein paar Ressourcen mehr, weil ich das ja jetzt zerlegen werde hier, und darüber freut sich mein Main. Ja. Gegenstand, warte mal, ja, kurz nochmal prüfen, Gegenstand zerlegen, zack, so, haben wir nochmal schön Ressourcen hier bekommen, das ist sehr nice, ja, und ich werde mal den Edelstein hier tun, so, dann habe ich ein bisschen bessere Übersicht hier zwischen der Trennung und kann mir noch ein paar Items hier aufbewahren. So, das Ganze werden wir auch gleich verzaubern hier, warte, so, zack, bam, und ja. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen schwächer, ne? Weil ich habe nur 5-mal verbessert und nicht 6-mal. Aber ich möchte dann lieber die Ressourcen für mein Main haben. Bertram nützt jetzt sowieso nicht ganz so viel bei mir. Er hat hier eine schöne Rune dafür drauf. Und ja, das ist auf jeden Fall auch, denke ich mal, ein bisschen was wert. So, nichtsdestotrotz werden wir jetzt mal zur Toilette reisen. Und werden mal spülen. Mal gucken, was wir rausbekommen. Vielleicht... Ja, mal gucken, ich weiß nicht, ich würde mir eine Waffe wünschen, weil Waffen bringen immer sehr viel Ressourcen und ja, also auf jeden Fall viel mehr Ressourcen als halt die anderen Items hier, kann ich mal gut gebrauchen. Wir ziehen 3, 2, 1, go! Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Waffe aus der Toilette bekommen habe hier. Ja, wir haben hier ein schönes Alle-Attributs-Item, das ist doch wirklich sehr schön, ne? Gut. So viel dazu. Ja, können wir das gleich wieder hierhin tun. Ja, ist natürlich ein bisschen schade, aber ja, was willst du machen, ne? Ist halt so, ne? Deswegen lohnt sich das halt auch nicht großartig hier jeden Tag was in die Toilette zu werfen. Wenn es sich anbietet, irgendwelche Crap-Items nehme ich immer aus dem Glücksrad, die unter 1 Million kosten. Die nehme ich dann manchmal und werfe die dann in die Toilette, so, ne? Aber ansonsten eigentlich eher gar nicht. Oder halt es ist halt, ne, irgendwie ein Epic, was halt über ist oder durch die Quest. Aber ansonsten werfe ich hier nichts mehr rein. Lohnt sich aus meiner Sicht eher weniger. So, wir haben es noch
Epic-Event, wo ich dieses Video jetzt gerade aufnehme. Ja, ich weiß nicht, wann das erscheint, wahrscheinlich, keine Ahnung, am Dienstag oder so, denke ich mal, weil gestern müsste ja dann der Livestream gewesen sein, wenn es aus der Sicht ist, ne? Aber es ist bei mir noch Epic-Event, ich nehme das Ganze am Sonntag auf hier, ne? Aber ja, gut, das braucht ihr ja nicht, nicht zu wissen, denke ich mal, ne? Ja, ich hatte schon überlegt gehabt, ob ich hier noch ein bisschen blättere. Oh ja, schon eine Eisschaden 30%, das ist natürlich auch schon sexy, ne? Das ist schon ganz nice. So, mal gucken, Arena Manager könnte man bald auch wieder opfern, geht ziemlich langsam voran hier. Ja, wie gesagt, ja, wir mal gucken. Wir gucken mal ein bisschen rum, ne? Warte mal, wir müssen noch hier unser Equipment dafür anlegen, damit wir noch ein bisschen mehr Chance haben hier auf die, guten Morgen, auf die Epics, ne? Und vor allen Dingen auch dann auf die besseren Epics, durch Qualität dann halt auch, ne? Und halt die Fundchance. Die Fundchance. Ja, die gute alte Fundchance. Dann schauen wir mal, was wir bekommen. Ich gucke hier noch momentan nebenbei noch ein bisschen auf die Runen, die ich bekomme und auf den Waffenschaden rechts raus, was da so alles ja, mir angeboten wird. Aber eigentlich brauche ich großartig nichts Neues. Also es wäre zwar schön, wenn ich einen Epic bekommen würde. Ich würde sogar eine Epic-Waffe rauskaufen aus dem Shop, einfach nur der Ressourcen halber, weil die unglaublich gut sind. Die Epic-Waffen zum Zerlegen, die bringen so extrem viele Ressourcen. Ja, und da würde ich mich schon drüber freuen, wenn ich da mal so eine zu Gesicht bekomme. Ne? Aber natürlich brauche ich die nicht, weil ich habe halt eine sehr gute Waffe hier momentan gerade am Start. Und deswegen brauche ich halt keine neue, aber halt, wie gesagt, zum Zerlegen bräuchte ich halt welche. Ja, soweit bin ich mittlerweile schon, dass ich mir die Sachen hier raussuche zum Zerlegen. Ja, aber wenn ich keine bekomme, dann ist das auch kein Problem, ne? Deswegen, ja, ich suche da jetzt nicht krampfhaft nach. Gibt ja Leute, ich weiß zum Beispiel, Lieutenant hat das, glaube ich, mal eine Zeit lang gemacht. Der hatte sich zum Epic-Event immer sein ganzes Inventar, und Strider weiß ich, der macht das sowieso, der hatte sich sein ganzes Inventar zum Epic-Event vollgekauft mit Epic-Waffen, nur um die dann zu zerlegen, um dann halt ein starkes Equipment zu haben, stark verzaubertes Equipment, also richtig viele Ressourcen denn. Jo, ich sag mal, das ist ein bisschen drüber. So, ne? Können wir das mal einfach so mitnehmen? Bringt auch 3400, also ist auch gut. Ja, aber es kostet halt alles Pilze so, ne? Ist halt, ne, die Sache. Ja, das Ding, weiß ich nicht, werde ich auch nicht in die Toilette schmeißen. Einfach so, weil das auch die Kristalle schmälern würde. Also das würde dann quasi weniger bekommen. Also ich würde dadurch weniger bekommen. Deswegen, werde ich das Ganze auch einfach so zerlegen. So, wir gucken nochmal, ob wir noch eins bekommen, irgendwie. Ja, vielleicht holen wir noch eins. Wir gehen mal noch runter bis, ja, ich weiß nicht. Okay, gut, das war's. Das ist das letzte Item hier. Wir haben hier nochmal alle Attributs-Item. Ne, Widerstand gegen alles plus 13. Wir können mittlerweile jetzt schon wieder unser PvP-Equipment anziehen, weil ich, bevor ich meine Stadtwache hier beende, noch wahrscheinlich einen Kampf machen werde. Ja, ich muss mal gucken, was hatte ich denn hier drauf? Widerstand plus 17 habe ich hier. Das ist so das Höchste, aber das ist noch von den alten Verzauberungen noch. Joa. Könnte man tatsächlich schon bald austauschen gegen sowas wie Blitze oder keine Ahnung. Müsste ich mal gucken, wir nehmen das mal mit. Und dann können wir mal in der Ehrenhalle mal schauen, was hier so am Start ist. Eisschaden ist hier immer noch, Eisschaden. Okay, ganz viel Eisschaden. Eisschaden sind wir, glaube ich, noch gut aufgestellt gegen. Ja, deswegen Blitze könnte man rausnehmen, das könnte man tauschen. Vielleicht so Blitze gegen alle, Widerstand gegen alles so, ne? Aber ja, braucht man auch nicht unbedingt. Alle Attributs-Items sind leider auch nicht so begehrt. Ist ein schönes Halloween-Item an sich, aber ihr seht, von den Kristallen her gibt das schon deutlich weniger, ne, als so ein Dreier-Item. Also Dreier-Items sind gut. Das Schlechteste sind alle Attributs-Items und die Dreier-Epic-Waffen, die bringen wirklich am meisten Ressourcen. Wir gehen doch bis 3200 runter. Komm, jalla. Werden wir noch schnell mal machen hier. Tränke haben wir soweit eigentlich genug am Start. Deswegen brauchen wir nicht im Zauberladen blättern, weil dazu mal ist halt auch nicht die Chance auf eine Epic-Waffe. Und wir bekommen sogar eine Epic-Waffe noch zum Schluss, Alter. Ja, nice. Freue ich mich drüber. Sehr cool. Sehr, sehr cool.
Die gute alte Gitarre, wir schauen mal drauf. Vielleicht ist das sogar eine 3er-Attributswaffe mit einer schönen Spanne. Das wäre natürlich, eine Rune hat es auf jeden Fall, also kann man schon mal gebrauchen. Ist nicht schlecht. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Ja. Spanne ist identisch mit meiner. Ist sogar ein ganz klein wenig besser. Ganz, ganz wenig. Durchschnittsschaden ist komplett gleich. Aber minus 2 Stats. Ja, die Rune ist sogar auch gleich. Ne? Also auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Waffe. So viel kann man schon mal sagen. Also plus 45 Durchschnittsschaden, mehr als meine jetzige, die der Marquardt hier am Start hat. Gibt aber gut Ressourcen, die Waffe. Und ja, die, ja, ich sag mal so. Die hat auf jeden Fall eine schöne Rune drauf, ne? Aber wir haben hier auch noch eine Rune. Warum benutze ich das Ding eigentlich nicht? Achso, das benutze ich für meinen Main. Stimmt. Stimmt, ja. Warte mal. Oh, ich hätte die ganze Zeit, als ich die Gegner mit der 3er-Attributswaffe hier angegriffen hatte, hätte ich meinem Marquardt die bessere Waffe geben können hier. Weil das hier eine Rune drauf hat und das ist natürlich deutlich besser als das Ding hier ohne Rune. Ne? Also, das hätte ich wahrscheinlich mal machen können. Werde ich jetzt auch machen. Für die nächsten Versuche. Ja. Dann ist die trotzdem immer noch besser. Aber werde ich nicht ausrüsten. Weil, ja, ich bin momentan mehr Fan davon, dass mein Marquardt hier die Intelligenzwaffe hat. Hat zwar mehr Durchschnittsschaden an sich so, ist natürlich noch ganz nice. Runenschaden ist 1% besser, also nicht wirklich erwähnenswert. Deswegen, ja, werde ich das nicht ausrüsten. Mein Marquardt bekommt jetzt erstmal die, schön mit einer schönen Rune drauf. Ich sehe gerade, meine Kunigunde hat eine mit einer Rune, ne? Ja. Mein Bertram fehlt noch, auf jeden Fall. Der bräuchte eine Waffe mit einer Rune drauf. Da könnte man mal schauen, dass man vielleicht eine gute 3er-Attributswaffe bekommt für ihn hier. Ich überlege, ob ich die verzaubern... Ach, schon spät. In die Toilette schmeißen soll. Dann sind natürlich die Ressourcen nicht so nice. Nee, wir lassen das. Wir zerlegen das einfach. Ja, Gegenstand zerlegen, scheiß drauf. Mein Main freut sich da auf jeden Fall drüber. Also ich freue mich darüber, dass ich ein paar Ressourcen hier gut gemacht habe. Und ja, das Ding hier wahrscheinlich, könnte ich sogar in den Kessel werfen, würde Gold bringen ein bisschen. Aber nee, da sind mir auch die Ressourcen lieber. Gegenstand wird zerlegt, zack, so, haben ein bisschen Kristalle gemacht, das ist doch ganz nice, ne? Und ja, immer auf jeden Fall Ausschau halten nach einer schönen Epic-Waffe zum Epic-Event. Das gibt auf jeden Fall gut Ressourcen, wie ihr gesehen habt. Gut, das soll es dann auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls es der Fall sein sollte, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.